Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Man hat mir gesagt, ich möge anfangen. Ich hatte gedacht, hier gibt es einen Gong oder einen Knall, irgendwas. Herzlichen Dank der Firma Horizon, Herrn Edelhoff, für die Einladung zu Ihrer Veranstaltung. Ich bin mir bewusst, dass mein Part hier allenfalls den Oscar für die beste Nebenrolle bekommt, dass Sie nicht meinetwegen hier sind. Und deswegen ist es vielleicht nicht ganz so tragisch, dass ich das Zeitziel 10:45 Uhr zu Beginn gerissen habe, dank der Deutschen Bahn. Der Taxifahrer hat mich auch noch eben vom Flughafen hierher beruhigt und hat gesagt, die haben da immer so gutes Catering, das fällt gar nicht auf, wenn du später anfängst. Also, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wie gesagt, ich bin mir bewusst, dass Sie heute für andere Themen hier sind, die Neuheiten der Firma Horizon in der Weiterverarbeitung zu sehen und damit übrigens auch ein wichtiges Signal auszustrahlen in die ganze Lieferkette und Wertschöpfungskette Print, dass eben trotz der üblen Zeiten, in denen wir uns befinden, die Innovationsbereitschaft grundsätzlich da ist und auch das unternehmerische Wollen, nach vorne zu arbeiten, da ist. Trotzdem sind die Zeiten übel. Sie sind nicht nur volatil, sondern sie sind hochkritisch. Darauf will ich auch ein wenig zu sprechen kommen. Ich stehe Ihnen gerne hinterher auch noch zur Verfügung. Ich komme aus Berlin und bin da jetzt nicht am Nabel der Welt, aber ein bisschen kriege ich schon was mit. Also das, was sich politisch tut, wäre vielleicht noch mal ein eigenes Thema. Das Thema mag etwas sperrig anmuten, ach, da steht es gar nicht, umso besser, aber trotzdem ist es richtig, oder anders gesagt, es wäre grob fahrlässig, sich nicht mit den aktuellen Gefährdungen in der Druckindustrie zu befassen. Und trotzdem will ich natürlich auch die Bedeutung der Branche und auch Argumente, die für Print sprechen, nicht außen vor lassen. Ich beginne mal mit der Bedeutung und fange mit anderen Branchen an. Aus gutem Grund, dass das hier jetzt das Bäckereihandwerk ist, hat jetzt nichts damit zu tun, dass der Bundeswirtschaftsminister seine wirtschaftspolitische Expertise an Bäckereien festgemacht hat, sondern um mal einzuordnen, in welcher Größenordnung die Druckindustrie sich befindet. Als ich angefangen habe beim Bundesverband Druck und Medien vor 12 Jahren, gab es ungefähr einen Umsatz von 20 Milliarden. Und der war über die letzten über 10 Jahre stabil. Und ich habe immer gesagt, Leute, redet uns nicht schlecht. Wir haben, wenn auch Verschiebung vom grafischen zum Verpackungsbereich, ein stabiles Umsatzvolumen. Das hat sich allerdings geändert. Es liegt mittlerweile unterhalb der Größenordnung des Bäckereihandwerks. Sie haben nämlich ungefähr 19 Milliarden. Und die Druckindustrie wird in diesem Jahr, oder dieses Jahr, wenn ich in diesem Jahr rede, rede ich vom letzten Jahr, weil wir die Zahlen noch gar nicht haben. 22 kann man natürlich noch gar nicht beurteilen oder genau aussagekräftig etwas zu sagen, bei 17 Milliarden. Das ist ein Verlust innerhalb kürzester Zeit von ungefähr 3 Milliarden an Umsatz. Und das hat preisbereinigt alles natürlich. Das hat stark damit zu tun, dass von 2019 auf 20 die Corona-Auswirkungen sich drastisch niedergeschlagen haben und das Jahr 21, was wir aufgrund der fehlenden Zahlen des Statistischen Bundesamtes noch nicht richtig kennen, was aber von unserem Volkswirt sehr gut hochgerechnet werden kann. Er hat jedenfalls das immer sehr treffsicher prognostiziert aufgrund verschiedener Berechnungsmöglichkeiten, wird dann nochmal ein Downsizing auf 17 Milliarden geben. Das ist schon ein ganz gewaltiger Niedergang oder Rückgang, besser gesagt, in diesen letzten Jahren. Und wir werden uns darauf einstellen müssen, dass es sicherlich auch noch ein wenig weitergeht. Wenn wir andere Branchen sehen, das ist hier die Vermietung von Kraftfahrzeugen in Deutschland, 18,4 Milliarden, allgemeine Gebäudereinigung 17,5 Milliarden, Fleisch- und Wurstwaren 17 Milliarden, Informationsdienstleistungen 15,6 Milliarden. Damit sehen Sie ungefähr, wo diese Branche sich von der Wertschöpfung her befindet, in verkauften Preisen, also in Umsatz ausgedrückt. Wenn Sie schauen auf die Produktionsstruktur, dann sieht man, wie stark doch immer noch die Druckindustrie mit 36,5% verankert ist in allem, was Werbedrucke sind, alles rund um Werbung. Und damit eindeutig prägend und auch wirklich wichtig und entscheidend für das Wohl und Wehe der Druckindustrie. Oft ist es verbunden auch mit Zeitungen, Anzeigenblätter. Sie wissen, dass die Beileger in die Anzeigenblätter, in die Zeitung kommen. Das Geschäftsmodell beruht auch darauf. Auch da gibt es einen hohen Anteil von 8,7%. Etiketten ist natürlich im Laufe der Jahre stärker geworden. Aber ich will den Fokus lenken
auf die Verbindung Zeitungen und Werbedrucke, um auch eine ganz bestimmte Botschaft noch loszuwerden. Bei den Zeitungen ist es so, dass in Zeiten wie den jetzigen, die ja von Fake News und sehr fragwürdigen Erzählungen und Narrativen beherrscht wird, Zeitungen und auch Zeitschriften immer noch eine ganz große Bedeutung haben, weil sie ein hohes Maß an Seriosität und Richtigkeit aus Sicht des Lesers für sich haben. Tagesaktuelle Nachrichten, aber eben auch die Einordnung darüber. Verlage diversifizieren ihre Distributionskanäle zwar in starkem Maße zum Digitalen, das wäre falsch, das zu bestreiten, aber trotzdem ist Print dort immer noch ein tragendes Segment und auch der Springer-Konzern beispielsweise lebt immer noch von seinem Printgeschäft und weniger vom Digitalgeschäft im Bereich des Verlages. Anders ist es mit Stepstone und anderen Plattformen, die dort natürlich gehabt werden. Also ohne Print wären die Verlage auch nicht lebensfähig oder nicht gewinnfähig. Die Nettowerbeeinnahmen, die natürlich ganz entscheidend sind bei dieser hohen Abhängigkeit der Branche von Werbung, sind im Laufe der Jahre deutlich zurückgegangen. Also ich würde mal sagen, es waren bestimmt 50% mehr, als ich mal angefangen habe. Es ist ein drastischer Rückgang. Gleichwohl ist es immer noch so, dass die Nettowerbeeinnahmen, die in diesem Land generiert werden, in einem hohen Maße, das ist dieses große Tortenstück, was Sie da in bunt sehen, fließt immer noch in Werbeerlöse. Auch deswegen ist eben diese hohe Bedeutung von Print für unsere Branche wirklich konstitutiv. Das ist weniger geworden, auch in Corona-Zeit natürlich, und hat dann den Auswirkungen auf den Umsatz gehabt, weil wir alle wissen, dass in den Lockdown-Zeiten viele auch an Werbung gar nicht stattgefunden hat. Es hat seine Verbindung mit den Lieferengpässen, die wir in der Pandemie gehabt haben und so weiter. Und trotzdem ist auch aus Sicht der Werbewirtschaft, des Handels jedenfalls ganz überwiegend, ich komme auf die anderen zu sprechen, Print immer noch ein wichtiger Werbeträger, um Menschen in der Fläche zu erreichen, die man eben heute noch nicht zielgenauer erreichen kann. Und auch eine hohe Aufmerksamkeit, das mag Ihnen genauso gehen, vielleicht ist das aber auch eine generationelle Geschichte. Also ich jedenfalls kann mir Dinge eher merken, wenn ich sie in der Hand gehabt habe, drauf geguckt habe und nehme sie wahr, als wenn ich sie nur kurz über den Bildschirm flimmern sehe. Gleichwohl sind die absoluten Rahmenbedingungen im Moment, die aktuellen Rahmenbedingungen natürlich grottig, wie es nur sein kann. Wenn Sie hier diese roten und grauen Balken sehen, dann sehen Sie das, was im Moment natürlich die Preise extrem treibt. Diese Skalierung geht hier bis Juli 2022, aber Sie können sich vorstellen, dass auch der August nicht viel anders und schon gar nicht besser gewesen ist, was die Strompreise betrifft und was die Erdgaspreise betrifft. Und bedauerlicherweise hat das natürlich auch mittelbar Auswirkungen auf das grafische Papier und auch auf das Zeitungsdruckpapier. Wenn man das hier nochmal gesondert raus extrahiert, dann sind das diese blauen Graphen, die Sie sehen, die extrem in die Höhe geschossen sind und die es eben im Geschäftsmodell, wenn die Tonne Zeitungsdruckpapier eben über 1.000 € kostet, wo es vor ein Vierteljahr noch vielleicht bei 400 € gewesen ist, natürlich eine extreme Herausforderung. Und wenn Sie dann den Graph sehen, der in hellblau ganz unten ist, dann ist das, was wir erlösen für Printprodukte, die Verkaufspreise. Und da zeigt sich erstens, das ist jedenfalls der Vorwurf, der immer gemacht wird und vermutlich ist er richtig, der Drucker auch nur sehr schwer in der Lage ist, von seiner ganzen Mentalität her Preise an seine Kunden durchzugeben. Das wirft man uns jedenfalls immer wieder vor. Aber mittlerweile ist es natürlich auch ein starker Reflex darauf, dass die Kunden die Preise nicht mehr bereit sind zu zahlen und nicht mehr zahlen können, weil das Geschäftsmodell, ich komme zurück auf die Zeitungsbeilagen, dann eben irgendwann nicht mehr funktioniert. Die Beilagen gehen zurück, die Preise fürs Papier steigen und irgendwann rechnet sich das auch für die Verlage beispielsweise nicht mehr. Und in anderen Segmenten ist es ganz genauso. Und das führt natürlich dazu, dass der Trend zum Digitalen, der Trend auch auf Werbung zu verzichten, mal auszutesten, ob es auch mit weniger Beschallung des Publikums geht, eben leider sehr stark zugenommen hat. Das ist die Situation, die uns extrem im Moment beschäftigt und die zu den digitalen Transformationen, denen wir nun seit über 10 Jahren ausgesetzt sind und die sich natürlich auch weiter verstärken werden, hinzukommt.
Als ich angefangen habe, arbeiteten 150.000 Menschen in der Druckindustrie in Deutschland. Es sind im Moment noch ungefähr 120.000 gut. Als ich angefangen habe, war die Anzahl der Betriebe, so jedenfalls in der amtlichen Statistik des Bundesamtes, mit mindestens einem sozialversicherungspflichtigen Angestellten bei 11.000 und, genau weiß ich es gar nicht mehr, es liegen jetzt bei 7.000. Und ohne es belegen zu können, ohne es beweisen zu können, ziehe ich durch die Lande und sage, ich gehe nicht von 7.000 ernsthaft existierenden Druckereien in Deutschland aus. Da sind einige noch dabei, da hat der Mann die Ehefrau oder die Frau den Ehemann noch angestellt, als einzigen aus steuerlichen Gründen. Da wird nicht mehr gedruckt, sondern da werden eben die alten Kundenbeziehungen noch gepflegt und die Druckaufträge weitergegeben. Oder da hat man aus irgendwelchen anderen Gründen, weil man sich vielleicht davon nicht lösen konnte, immer noch das Unternehmen in der Statistik gehalten. Wenn Sie mich fragen, aber ich kann es Ihnen nicht belegen, es ist ein gefühlter Bauchwert, gehe ich noch von maximal 4.500 ernstzunehmenden Druckereien in Deutschland aus. Das hat ein bisschen was damit zu tun, was unser Verband über Jahrzehnte an Mitgliedern bindet. Das war immer ungefähr so ein Drittel. Und wenn ich davon ausgehe, dass wir noch ungefähr knapp 1.500 Mitglieder haben in Deutschland in unseren Landesverbänden als Interessen- und Branchenvertretung, dann könnte das vielleicht hinkommen. Dass wir damit immer noch mehr Firmen mit mehr Mitarbeitern vertreten, ist klar, weil die Großen oft tarifgebunden sind, sehr stark gewerkschaftsorientiert sind und damit auch eher im Verband sind, als es die kleineren Unternehmen sind. Also 120.000 Mitarbeiter und je nach Gefühlslage zwischen 4.500 und 7.000 Unternehmen. Das heißt nicht, egal in welcher Zahl wir ausgehen, dass die alle auch in den nächsten 5 oder 10 Jahren noch da sein werden. Auch dessen müssen wir uns bewusst sein. Aber das ändert nichts an der Bedeutung von Print. 80% der Aufträge der Druckindustrie kommen aus der gewerblichen Wirtschaft. Und da rede ich noch nicht über Werbung, sondern über viele andere Dinge. Die gewerbliche Wirtschaft braucht Verpackungen, sie braucht Formulare, sie braucht Gebrauchsanweisungen, Schilder, Folien, Kataloge, Mappen, Etiketten und vieles, was da mehr ist. Und es gibt ja auch andere Substrate, die mittlerweile sehr erfolgreich bedruckt werden, von Möbeln über Fußböden, Tapeten und so weiter. Also die Innovationskraft der Branche ist bei allen negativen aktuellen Nachrichten, die ich Ihnen nur überbringen kann, ungetrübt. Und jeder Supermarkt, dieser hier vielleicht gerade nicht, ist eine Leistungsschau der Druckindustrie. Gehen Sie mal in den Supermarkt mit dem Bewusstsein, was ist hier eigentlich alles Print? Und Sie werden feststellen, das ist ja eine Erfahrung, die wir sehr stark versucht haben, der Politik in der Pandemie auch zu vermitteln. Der Supermarkt wäre nicht möglich, den könnten Sie nicht öffnen, wenn es eben Print nicht gäbe. Kein Produkt kommt ins Regal, ohne gelabelt zu sein oder Etiketten zu haben oder andere Dinge, die dazugehören. Das gilt aber auch natürlich für ganz andere Geschäfte, nicht nur für den Supermarkt. Und das muss man immer mal bewusst machen, was die Bedeutung unserer Industrie in diesem Land bedeutet. Und deswegen immer die Diskussion auch zu Pandemiezeiten über die Frage, ist die Druckindustrie systemrelevant und welche Teile von ihr sind es insbesondere. Und jetzt die Frage, wenn es darum geht, dass die Bundesregierung in der Not Unternehmen unterstützen will, gehört die Druckindustrie dazu oder nicht. Es gab einen ganz fatalen Anfang, als man meinte, sich an einem bestehenden Regelwerk orientieren zu müssen. Das war eine Regelung der Europäischen Union, auf die sich 27 oder 28, ich weiß gar nicht, wie viele wir haben, Mitgliedstaaten der Europäischen Union verständigt hatten, die sogenannte Kübelliste. Da ging es darum, dass die Europäische Union mal gesagt hat, wenn ihr an bestimmte Branchen, bestimmte Unternehmen in bestimmten Branchen, die sonst abwanderungsgefährdet wären, Beihilfen zahlt, dann ist das EU-rechtskonform und wird von uns nicht angegriffen. Und als dann die Frage aufkam, welchen Unternehmen müssen und können wir helfen, hat man gesagt, dann nehmen wir doch die Kübelliste, so wie man eben zu Zeiten der Pandemie die Liste der Kritis-Verordnung genommen hat, um zu sagen, wer systemrelevant ist. Das haut natürlich nicht hin und deswegen ist das Bundeswirtschaftsministerium, wir haben direkt aber auch über unsere Dachverbände, denen wir angehören, darauf sehr stark hingewiesen, ist das Bundeswirtschaftsministerium mittlerweile dabei, die Hilfen, die in der nächsten Woche spätestens mitgeteilt werden sollen, nach anderen Maßstäben und Kriterien zu sortieren. Trotzdem ist das, was ich aus der Branche vernehme an Botschaft, eben eine ganz andere.
nämlich wir wollen nicht wieder von irgendwelchen bürokratischen und unberechenbaren Hilfen abhängig sein. Wir wollen berechenbare und brauchen berechenbare Energiepreise. Aber zurück, ich verliere mich. Auch im Privaten spielt Druck eben eine ganz große Rolle. Knapp 9% des gesamten Volumens wird durch Privatpersonen beauftragt, ob das nun die Einladungskarte zur Hochzeit ist, ob das irgendwie das Fotoalbum ist oder der Vereinsflyer. Knapp 2 Milliarden Euro von den 17 Milliarden fließen in diesen Sektor. Ja, über die Kennzeichnung, ohne die ganze Lieferketten zusammenbrechen würden, hatte ich schon gesprochen, insbesondere was eben die Etikettierung von Medikamenten, von Lebensmitteln etc. betrifft, aber auch in der unheimlich boomenden Versandhandelsbranche, wo 12 Millionen Sendungen in Deutschland im letzten Jahr ausgeliefert wurden, mit Tendenz steigend, hat das eine große Bedeutung. Ja, da ist ja der Bundeswirtschaftsminister, der den Staat hier sozusagen auf diesem Bild repräsentiert. Auch der Staat kommt ohne Gedrucktes nicht aus. Staat und Verwaltung würden stillstehen, wenn es nicht gedruckte Papierprodukte gäbe, ob das Personalausweise, Ausweise, Führerscheine, Pässe, Wahlzettel, Flyer, Parlamentsdrucksachen, Gesetzesblätter, Verordnungsblätter, Formulare etc. wäre, dann gäbe es eben diese Tätigkeit nicht. Das muss man sich einfach mit Selbstbewusstsein hin und wieder bewusst machen, um nicht den Eindruck zu erwecken, wir sind nur Getriebene und uns ist überhaupt keine Zukunft beschieden und wir haben gar keine Bedeutung. Das ist deutlich anders. Und trotzdem stellt sich uns natürlich die Frage, was nun? Wie geht es? Achso, jetzt marschiere ich hier zurück irgendwie. Ja, was nun? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Und die müssen wir uns auch deswegen stellen, weil wir leider im Moment unter Druck geraten von Kreisen, die wir es nicht erwartet hatten, von denen wir es nicht erwartet hatten. Konsumenten und auch Auftraggebern, Konsumenten dort, wo es um eine Initiative namens Letzte Werbung geht, die enormen Druck macht darauf, ob in Zukunft noch unadressierte Werbung in Briefkästen verteilt werden kann. Da wird mit Hilfe der Deutschen Umwelthilfe und anderer unseliger Player ein sehr fadenscheiniges Spiel gespielt, indem man eben unter Berufung auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit Print verurteilt und sagt, das könnte man doch heute alles digital machen, ohne mal zu fragen, wie eigentlich der CO2-Abdruck bei digitalen Medien ist. Wenn Sie mal an die Rohstoffe, die da reinkommen, die seltenen Erden, die Metalle, den Schrott, den wir alle zu Hause haben, wenn wir 3 Generationen iPhone und iPad hinter uns haben, der dann entsorgt werden muss, aber auch natürlich die vielen Server in der Welt denken. Aber es hat leider auch eben große Player erwischt in diesem Fehldenken. Dazu gehören Obi und Rewe in den letzten Wochen und Monaten, die erklärt haben, unter Berufung darauf, sich nachhaltiger in Zukunft verhalten und positionieren zu wollen und deswegen auf Printwerbung verzichten zu wollen. Obi hat das mit dem schwachsinnigen Argument getan, man wolle doch, dass der Biber auch in Zukunft noch was zu nagen habe und damit nicht so viele Bäume gefällt werden müsste. Das ist alles Quatsch. In Deutschland wird mehr Wald aufgeforstet jedes Jahr, als abgeholzt wird. 33% mehr Aufwuchs und Aufzucht als Verwertung. Das grafische Altpapier wird mit einer Quote von über 90% mittlerweile recycelt und wiederverwertet. Niemand wird einen Baum fällen und unnötig Stammholz verwerten, um Werbung beispielsweise herzustellen. Also die Recyclingquote ist so hoch wie in keinem anderen Land. Und das, was an Frischfaser notwendig ist, kommt überwiegend aus Durchforstungsholz, aus Sägewerksabfällen und solchen Dingen. Das Stammholz wäre viel zu teuer. Das verbaut dann Obi viel eher für auch nicht immer qualitativ hochwertige Möbel. Ja, wir arbeiten im Kreislauf, was die Wasserverwendung betrifft. Selbstverständlich, der CO2-Ausstoß ist kompensierbar. Weiß, das ist natürlich schnell der Vorwurf des Ablasshandels dabei. Und natürlich, wie jedes menschliche Leben, auch hier und heute, erfordert natürlich Wirtschaften einen gewissen Ressourcenverbrauch. Das ist ganz klar. Aber Print ist wesentlich nachhaltiger, als immer getan wird. Und deswegen sind diese politisch motivierten Interessenvertreter wie Letzte Werbung von uns Gott sei Dank auch zurückgeschlagen worden, mit Hilfe der gesamten Kette von werbeinteressierter Industrien, Deutsche Dialogmarketingverband, Zentralverband der Werbewirtschaft, aber auch dem Handel und so weiter.
Aber es war trotzdem am Ende ein ganz enges Stück, um den Eingang eines Werbeverbots im Briefkasten, eines faktischen Werbeverbots, indem man von Opt-out auf Opt-in umdreht, also kein Aufkleber mehr, nein, bitte keine Werbung, sondern notwendigerweise ein Aufkleber, ja, bitte Werbung. Wir wissen alle, was die Trägheit der Masse und der Menschen daraus machen würde. Uns würden diese Kanäle eben in hohem Maße verstopft werden. Und es war trotzdem ein ganz harter Ritt zu verhindern, dass das Eingang findet in den Koalitionsvertrag. SPD und Grüne sogar im Wahlprogramm hatten sich nämlich dafür ausgesprochen. Die FDP hat es dort verhindert. Letztendlich hat man es nicht zum Zankapfel gemacht, weil es natürlich wesentlich wichtigere Themen gab als gerade das. Aber es ist eine permanente Bedrohung und da brauchen wir eben auch viel Unterstützer und viele Menschen, viele Unternehmer, die diese Botschaft, dass Print durchaus nachhaltig ist, in die Welt zu tragen. Ja, ich hatte darüber schon gesprochen, was sozusagen die Ressourcennutzung ist von Print und von Online-Medien. Es lässt sich sehr schwer genau immer berechnen. Hier haben Sie mal ein Beispiel, was eine Online-Zeitung für ein CO2-Äquivalent im Jahr hat und was eine gedruckte Zeitung hat, die natürlich auch in der Regel nicht nur einmal, sondern von vielen gelesen hat. Damit will ich Sie jetzt im Detail nicht weiter behelligen. Man kann beispielsweise, ich hatte es gesagt, sich über unsere Klimainitiative in den Druck- und Medienverbänden auch der Kompensation und damit auch der Energienutzungs- und Verbrauchsinitiative anschließen und seinen Energieverbrauch natürlich kritisch hinterfragen. Man kann etliches tun, um auch in Zukunft als nachhaltig wahrgenommen zu werden und auf diesem Weg den Nutzen, die Bedeutung von Print, aber auch die Nachhaltigkeit von Print deutlich zu machen, würde ich Sie aufrufen wollen, das zu unterstützen. Gehen Sie innovativ voran. Der Buchdruck seit 1440 hat viele Krisen zu bewältigen gehabt, die Druckindustrie in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch. Bisher sind sie gemeistert worden und ich bin überzeugt, bei allem Kritischen, was ich Ihnen hier gesagt habe, wird das auch in Zukunft möglich sein. Ich hoffe, ich habe den Bogen zeitlich nicht überspannt. Wie gesagt, der Taxifahrer hat gesagt, es gäbe gutes Catering hier und davon will ich Sie nicht abhalten. Zwischen Ihnen und dem Essen stehe im Zweifel nur noch ich. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich schätze das sehr, dass Sie kurz innegehalten haben und hierher gekommen sind. Ich weiß, in den Ecken hätte es wahrscheinlich viel interessantere Dinge zu betrachten gegeben als hier vorne. Ganz herzlichen Dank.